Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der IAA und stehe hier vorm iX3, aber der ist jetzt nicht das Thema meines Interviews, sondern ich zeige ein bisschen was über ein neues Konzeptmotorrad, über die Vision CE und begrüße hier den Tim Diehl-Thiele, der ist Pressesprecher der BMW Motorradabteilung oder Division und zeigt mir hier, was es mit diesem Konzeptfahrzeug auf sich hat. Ja, servus erstmal. Ja, dieses Fahrzeug, von dem haben wir uns natürlich inspirieren lassen vom C1, der im Jahr 2000, meine ich, auf den Markt kam. Damals der erste Kabinenroller, der so konstruiert war, dass man keinen Helm benötigt hat und auch keine Fahrerausstattung, keine Sicherheitskleidung, dank seines damaligen Sicherheitskäfigs, möchte ich mal nennen. Und diese Idee, die wir damals erfunden haben, möchte ich sagen, haben wir jetzt aufgegriffen und in diesem Vision CE völlig neu interpretiert. Das heißt, man darf mit dem Fahrzeug dann, wenn es mal zugelassen wird, irgendwann auch wieder helmfrei fahren? Ganz genau, das ist genau der Plan. Anschnallen? Genau, es gibt den Gurt hinter mir. Die Idee ist auch wie beim C1 eben wirklich das Fahrzeug ohne Schutzkleidung und ohne Helm fahren zu können, was natürlich gerade in der Stadt ein herrliches Gefühl der Freiheit ist, wenn man nicht die Breite eines Automobils hat, aber nicht sozusagen dem Wind- und Wetterschutz so ausgesetzt ist wie auf einem Motorrad. Ist das im Prinzip die ideale Kombination, um mit viel Spaß und mit hohem Komfort durch den urbanen Dschungel sich durchzukämpfen. Breite ist natürlich das richtige Schlagwort. Wie breit, wie lang? Ungefähr 83 Zentimeter. Und wie lang ungefähr? Ungefähr 2 Meter, knapp über 2,20 Meter. Das heißt, und hoch ist also hoch wie ich, so groß wie ich, 1,83 Meter. Das heißt, es könnte dann auch in Parklücken quer stehen. Das ist dann mit der Länge überhaupt kein Problem. Genau. Und dann hat man hier so moderne LED-Beleuchtung, Scheinwerfer. Ja. Das sind so Anleihen an die Idee, ihn so ein bisschen wie ein Strandbuggy aussehen zu lassen hier und da. Und wir haben ja auf unserer Pressekonferenz gezeigt, dass wir uns hier auch verschiedene Designrichtungen vorstellen können. Natürlich wird dann in der Serie auch das Thema natürlich auch Dach, noch mehr Wind- und Wetterschutz noch eine Rolle spielen müssen. Genauso wie das Thema Stauraum, was hier noch nicht umgesetzt ist. Deswegen reden wir hier auch von einem Vision und nicht von einem fertigen Fahrzeug. Also Dach ist jetzt momentan hier nur diese Reling als Konzept ganz genau. zu verstehen. Ganz genau. Bewusst wirklich locker und leicht das Fahrzeug weiter hergestellt, um es einfach auch ziemlich zugänglich zu machen. Das heißt, Wetterschutz gibt es dann hier, Witterung vielleicht auch eine Scheibe, je nachdem, wie man es will. Ganz genau, ganz genau. Und das Ganze ist schon fahrfähig? Ja, also sozusagen unter dem Fahrzeug steckt im Prinzip, das Backbone des Fahrzeugs ist unser BMW CE04. Das heißt, hier steckt die Batterie vom CE04 drin, der Antrieb und die Elektronik. Das heißt, mit dem Fahrzeug kann man ganz normal fahren, wie es ja heute ja auch unser CEO Markus Flasch auf der Pressekonferenz gezeigt hat, der mit dem Fahrzeug auf die Bühne gefahren ist und es dann abgestellt hat und dann die Selbstbalancierfunktion ausgelöst hat. Das heißt, es kann dann später mal selber balancieren. Es könnte hier auch allerdings, genau, die Funktion, aus Sicherheitsgründen darf es jetzt wahrscheinlich ich darf es leider nicht aktivieren, aber das Fahrzeug, man kann, das haben wir vorhin gezeigt, man steigt aus, Lenkereinschlag und dann aktiviert man es im Prinzip über den Knopf hier und dann pendelt sich das Fahrzeug komplett selbstständig aus. Bleibt also einfach stehen. Es hat also ein elektronisches Kreiselstabilisationssystem. Kein Kreisel, sondern wir nutzen im Prinzip clever genutzt unseren eigenen E-Antrieb. Also es ist kein Gyro oder ähnliches verbaut. Gut, und der Antrieb ist hier ein Belt, mit dem die Kraft dann auf das Rad geht. Ganz genau, ganz genau. Und hier dann entsprechend der Stoßdämpfer. Und Kofferraum wird es dann irgendwann, je nachdem, was man haben will, wahrscheinlich geben. Ganz genau. Und wie schnell soll der dann durch die City cruisen können? Naja, wir reden von einem Vision. Was das Fahrzeug dann können wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, was das Fahrzeug heute kann, sind 120 Stundenkilometer, weil eben der CE04 drunter steckt. Aber was das Fahrzeug dann in 4-5 Jahren können wird, das werden wir sehen. Das heißt, Sie schätzen mal, dass wir so etwa 4-5 Jahre noch warten müssen, bis er vielleicht am Markt kommen könnte? Das möchte ich zumindest nicht ausschließen. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, die Zulassung für die Helmfreiheit. Ja, das ist auch ein Thema, was uns natürlich die nächste Zeit beschäftigen wird. Für dann ganz Europa wahrscheinlich dann als Zulassung oder weltweit. BMW will ja weltweit auftreten. Gut, dann habe ich gefreut, dass ich das hier sehen durfte. Schade, dass wir es nicht fahren können, aber es ist immerhin hier ein schöner Eindruck. Das dürfen nur ganz wenige Menschen im Augenblick. Und bedanke mich beim Herrn Diehl-Thiele
Schwieriger Name, gebe ich zu. Pressesprecher bei BMW und bedanke mich hier, dass ich das hier mal sehen durfte und ein paar Erklärungen bekommen habe. Wünsche noch einen schönen Messeverlauf. Danke.